Und ich habe mich verklickt, verdammt! Nein! Na gut. Jetzt wirst du bestimmt sterben. Ja, ich werde einen qualvollen Tod sterben, weil die Safe Location mich gleich erschlagen wird, sicherlich. Definitiv, aber mit so einer Brutalität, ey. Oh, das sieht ziemlich dicht bewachsen aus. The last obstacle on our way north is the great forest of Noah. Once we're out of the forest, we'll be in the gold region. Hey. Hast du jetzt die Gold Region schon angeklickt? Ja, natürlich. Okay. Gab ja nichts anderes zu tun auf der Karte, also außer sie zu bewundern natürlich. Ja. Hey, Alice. How do they decide who the Monster Lord is? As we walk through the trees, I start to question Alice. Your mother was the Monster Lord too, right? So, is it hereditary? Oh, also Erbschaft oder sowas in der Richtung. Vererbt. When the Monster Lord dies, the selection for the next begins. The first choice is indeed the previous Monster Lord's daughter. But the Monster Lord's strength is the most important thing. It isn't a simple ich hasse dieses Wort. Hereditary system, since that could put someone weak in power. That's true. So all the monsters wishing to become Monster Lord start together. And of course, since they want to be Monster Lord, they're all very strong. They then battle against the previous Monster Lord's daughter in combat. The one who comes out on top is the new Monster Lord. That seems kind of troublesome. Isn't there a way to decide it peacefully? Only the strongest monster can become the Monster Lord. There are a lot of monsters that live on their own, ignoring rules. Without the strength to subdue them, they would constantly be rioting and causing trouble. But because of the selection method, it's known all over the world that she's the strongest and unwise to rebel against. Klingt gut. I see. It seems like a crazy selection process, but I guess it's more a display of the new Monster Lord's power. But since the first Monster Lord, no other family has sat upon the throne besides my own. Do you know why? Weil du verdammt stark bist? Why? I bet they cheat somehow. Ist das gemein. Die beste Reaktion von Luka seit langem. Though she'd get mad if I said that. Ich glaub auch. My ancestors, my mother, we all are linked by blood to the original Monster Lord. Always striving to be the strongest, we devote ourselves to training. That's why we have never lost in combat to win the throne. To make sure we never shame our ancestors, we won't allow ourselves to sit anywhere but on the Monster Lord's throne. Alice puffs up with pride as she walks through the forest. So, you beat everyone in combat when you took the throne? When I took the throne, something happened that has never happened before. 4 challengers came forward to claim the Monster Lord's seat. So those 4 and I fought in a battle royale. For there to be 5 people powerful enough to lay claim to the Monster Lord's seat. It could be said that this is a golden age in monster history. Could it be that those 4? Yes, they're currently the 4 heavenly knights. The unmatched dragon swordsman prodigy Granberria, the proud and powerful Queen Succubus Alma Elma, the one in charge of many of the past Monster Lord's educations and rumored to be the strongest monster, Tamamo, the leader of the tens of thousands strong slime race, ihre, and of course me. As you can imagine, it was quite a fierce battle. So, the 5 of you were in a battle royale? That sounds crazy. The first out was Alma Elma. After only a little while, she surrendered. Na, wahrscheinlich, weil sie den Kampf nicht ernst genommen hat. So wie wir sie kennen. So, Alma was the weakest? She had plenty of energy left over to continue if she wanted. But that girl always does whatever she wants, so I don't know what she was thinking. Next, ihre and Tamamo smashed each other, knocking each other out. Neither of them are weaker than Granberria, but they couldn't keep up with the confusion of the fight. So, basically the 4 Heavenly Knights are more or less equal in ability?
They have different affinities for different opponents and situations, but they are more or less equal in raw ability. At any rate, eventually it came down to single combat between Granberria and me. Her skills even brought me to my knees once. Is what I want to say, but I don't have any knees. Verdammt. Und jetzt muss ich gerade an Brooke aus One Piece denken. Skull Joke! Für alle, die es verstehen, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. You don't need to make any bad jokes. I wasn't really trying to make a joke. Anyway, she tried using her techniques more than once. But after I saw them once, they didn't work again and I took victory over her. So, then it ended happily with you as the new Monster Lord? The four of them acknowledged my ability and pledged allegiance as the four heavenly knights, which is another purpose of the throne selection battles. Beating the other powerful monster fairly in combat gets rid of any grudges or later power struggles, granting a peaceful reign with low chance of rebellion. Most of the time. Boost. It sounds like it isn't as crazy as I thought. It's what the first generation of my family decided. Their intelligence was deeper than the sea. It's genius. Da ist aber jemand stolz. Oh ja, Kein ein bisschen angeberisch. I get it already. As we walk through the forest talking. Na, was taucht auf? Ein Monster suddenly stands in our way. Yay. Oh. Diesmal habe ich mich nicht verklickt, diesmal wird gespeichert. So. Ich habe keine Ahnung, was kommt jetzt? Ach du Scheiße. Ein Gottesanbeterin auf Deutsch heißt das Ding ja. Mantis. A human male, how rare. I capture you and mate. Ah, a strong-looking monster. She seems really agile with powerful arms. And that thick insect carapace. Fighting her head-on seems like it will be difficult. Should I try Undine's power? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, niemals. Also wenn er das so sagt, nee, also auf jeden Fall Niemals nicht Wasser, nicht, nein, bloß nicht. Okay, versuchen wir es mal. Hust. Undine, lend me your power. Water wall. A thin wall of water surrounds Luka. Das klingt ja echt spartanisch toll. Will the wall of water stop the enemy's attack? Hey, just evacuate. Ja, da kommt direkt der andere Text bei mir, aber... She went right through the wall of water and hit me anyway. All it feels like is the damage was reduced a tiny bit. What the heck is this? It isn't useful at all. It seems like I shouldn't waste SP on it. It does the same thing as the Earth, only worse. Ja, denn wir beherrschen das Wasser noch nicht genug, um den vollen Effekt daraus zu ziehen. Das heißt, wir werden Undine für eine ganze Weile nicht benutzen. Und ich sag mal zum Glück, denn wenn wir nachher Feuer haben und wir haben alle 4 Elemente, dann wird es ein ziemliches Puzzlespiel bei späteren Monstern. Das kann ich dir versprechen. Glaube ich. Aufs Wort. Ich zünde jetzt Gnome, weil ich glaube, der Hinweis gerade eben war schon, wir brauchen Gnome und Sylph, um dieses Monster zu besiegen. Und Gnome ist in der Regel meine Lieblingswahl, wenn es mit Anfängen losgeht. Das Gute ist auch, dass wir genau genug Punkte haben, um alle 3 einmal durchzuprobieren. Also direkt nach Gnome machst du Sylph noch, ja? Das können wir ab jetzt in jedem Kampf, glaube ich, benutzen, weil Luka halt jetzt über die Konzentration verfügt, beide gleichzeitig zu kontrollieren. Das heißt, wir haben jetzt in den Kämpfen, wo wir es machen, eine erhöhte Fähigkeit auszuweichen und die Möglichkeit, die Fähigkeit weniger Schaden zu nehmen und uns schneller rauszustruggeln. Von daher haben wir jetzt ein ganz anderes Kampfniveau erreicht, wenn man so will. Ja, also mein Kopf ist jetzt zwischen ihren Brüsten. Das ist immer gut. Das sieht irgendwie aus, als ob er da jeden Augenblick zerquetscht wird, aber okay. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ein Grund zum Feiern, aber so wie du es beschreibst, nö. Ich glaube, Luka hat in diesem Spiel schon viel Schlimmeres hinter sich gebracht, also... Ja, aber ich bin auch gerade an der Stelle. Ist ein hübsches Bild. Mal gucken, wie ich die Balken zurechtschiebe, damit das nicht gesehen ist. Aber wenigstens kommen wir direkt mit der ersten Struggelei wieder raus. Heieiei, es regnet hier gerade schon wieder kritische Treffer. Meine Güte bei mir. Ja, bei mir bisher einmal. Ich bin schon zufrieden, wenn er gar nicht daneben haut. Das reicht mir schon.
Wir müssen deinen Lack wieder zurückbringen in die Kämpfe. Ich weiß nur noch nicht wie. Irgendeinen komischen Regentanz aufführen, genau. Alice, macht mal einen Regentanz, bitte. Ohne Knie. Ich bin gerade wieder auf maximalem Risiko. Hab jetzt mal die Super-Attacke hier wieder genommen. Und guck mal, ob ich das überlebe. Oh, schon wieder ein Critical Hit. Das hat geholfen. Allein deine Andeutung hat schon geholfen. Wahrscheinlich haben die kritischen Treffer vor dem Gedanken, dass Alice einen Regentanz macht. Wie das aussehen könnte. Okay, also bei mir ist sie weg. Bei mir auch. Sehr schön. Ja, und so klingt es, wenn Negoyas PC runterfährt. Ich bin noch da. Gut. Oh Gott. Mantis girl turns into a normal mantis. Ja, aber ganz ehrlich, das war doch kein Lachen, ihr langgezogenes Hihi. Das hat eher was von Viren oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was dieses Hehe an der Stelle zu suchen hätte überhaupt. Ja, ich nämlich auch nicht. Deswegen bin ich gerade ein bisschen irritiert gewesen. Sehr merkwürdig. Aber sie bringt gute Erfahrungspunkte. Hey, das nächste Level, meine Güte, das geht aber heute flink. So, verdammt, nicht daneben klicken. The power of water is making me feel kind of depressed. What are you talking about, you idiot? Ich habe gerade schon einen Schluck genommen, wirklich, ich hab's kommen sehen. Ja. The way you're using the power is flawed. Unlike using the earth and the wind, the power of water reflects what's in your heart. The wind fills your movements, the earth fills your body, the water fills your heart, and fire fills your spirit. Da muss ich sagen, wenn ich gerade nochmal gucke hier, das Einzige, was nicht reinpasst, ist irgendwie der Wind, weil ich meine, Körper, Herz und Seele kann ich nachvollziehen, aber der Wind füllt die Bewegungen aus. Ja. Irgendwie ein bisschen flawed. Oh. That's something Heinrich said, isn't it? Is that how Heinrich got so strong? Then, if I do it the same way, I can be strong like he was. Your spirit is still lacking. If you don't train both your spirit and sword arm, you can't call yourself a hero. Train my spirit. Kann sie wieder lustige Zeichnungen im Boden machen und sich über ihn lustig machen. Danke, dass du es gerade erwähnst. Ich wollte gerade eben noch sagen, für jede dieser Zeichnungen hättest du einen Schluck trinken müssen. Ganz ehrlich. Und das waren wahrscheinlich eine ganze Menge. It sounds hard, but I'll do my best. With the legendary hero Heinrich as my goal, my determination only increases. We're almost out of this forest too. Und tschüss. Na, ich freue mich gerade, dass wir nicht noch einen weiteren Monster begegnen, ganz ehrlich, weil ich möchte in die Stadt und wieder was lesen. Was anderes lesen. Phew, finally out of the great forest of Noah. Right as we exit the forest, the sun is starting to set. Ich wollte gerade sagen, das Monster appears eigentlich. We should look for somewhere to camp. As I take a look around for a good camping spot, a monster jumps in. Oh. Mann, als hätte ich hellseherische Fähigkeiten. Na, ich mag aber die Camping-Sessions immer, weil da kommen mal so tolle Dialoge zustande manchmal. Yep, und manchmal bekommen wir neue Fähigkeiten. Yay! Genau. Was haben wir? Ach du Scheiße, die. Was ist das denn? Skylla, oh je, ich erinnere mich böse. It's dangerous for cute little boys like you to be out here at this time. Scary girls will come up to you and wrap you in their tentacles, you know. Skylla. She's from a race of famous strong monsters. Her tentacles are capable of both powerful binds and attacks. I tease you with these tentacles. Don't you want to be squeezed really tightly? Or do you want me to stroke your penis with them? Definitiv wieder beide Geister anschmeißen. Aber erstmal wieder Gnome, ne? Ja. Also ich meine, auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad werden wir kaum einen Binding Move in der ersten Runde bekommen, wenn es nicht irgendwie vorprogrammiert ist vom Spiel her. Aber ich meine, warum soll ich riskieren? Vor allem, ich denke mal, die Chance ist höher, also, oder wir bekommen weniger Schaden, wenn wir Gnome in der ersten Runde ziehen. Und wir haben halt nur eine Chance, den ersten Angriff mit Sylph auszuweichen. Von daher nehme ich lieber den garantierten verringerten Schaden fürs Erste. Also ich musste mich direkt wieder freistruggeln nach ihrem ersten Angriff. War ein bisschen ungünstig. Ah, bei mir jetzt auch gerade. Hat sie gerade damit angefangen. Na gut. Stragellus 2 Rundos wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht mehr.
Wie bitte was? Moment, das muss ich nochmal lesen. Ich bin gerade gebindet, aber ich habe trotzdem ausgewichen. Was? Okay. Ah, okay, ich glaube, sie hat 2 Angriffe drauf. Einer irgendwie im Binding-Zustand und der andere ist nochmal normal. Aber keine Ahnung, sie hält mich gerade fest und ich bin wie der Wind ausgewichen. Das macht sehr viel Sinn, meine Liebe. Spiel, bitte entscheide dich mal. Na gut, eine Runde noch angreifen, dann kann ich mich wieder heilen, weil es dann lohnt. Ja, genau. Und ich glaube, viel mehr hat sie jetzt... Obwohl, ich hab so ein komisches Gefühl in der Magengegend bei der. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die hat noch irgendwas drauf. Vor allem, wenn ich ihren Request-Katalog wieder ansehe. Da standen wieder einige Sachen drin, an die ich mich nicht erinnern kann. Los, hau rein, Luka. Gerade schon wieder ganz knapp den Tod abgewendet. Das scheint irgendwie Mode bei dir zu sein. Ja, ich mach's immer super spannend hier. Und gerade einen Critical Hit bekommen, juhu. Du müsstest eigentlich aufnehmen. Du hast die spannende Situation, nicht ich. Na, wie viel macht der Deathwatch Chaos Star? Oh, das wird knapp. Oh, sie hat so wenig übrig. Verdammt, aber der nächste Angriff müsste ja nicht reichen. Ich brauche auch nur noch einmal austeilen, aber sie hat mich gerade schon wieder in ihren Tentakeln. Ey, jetzt hat sie echt noch 1 Millimeter. Ich schwöre dir, ich könnte ein Lineal ranhalten. Das ist wirklich 1 Millimeter an Energie über. Ey, das ist doch Wahnsinn jetzt aber hier. Ey, jetzt müsste ja noch daneben hauen, aber sie ist weg. Das wäre schön, wie du dich aufgeregt hättest bei dem Danebenhauen. Oh, das wäre toll gewesen. Vielleicht werden wir das Vergnügen irgendwann noch haben. Ey, ich habe so das blöde Gefühl. Ich kreuze meine Finger. It can't be. Glück gehabt. Nee, ich hab das Gefühl, ich glaube, nachher kommt noch ein Lamia-Monster, was irgendwie in der Art schlimm ist. Da müssen wir aufpassen. Okay. Skiller turns into an Octopus. Oh mein Gott, hier ein Land. Oh mein Gott, Alice ist in der Nähe. Lauf! Lauf, Octopus, lauf! Es gibt gleich ein Lagerfeuer. Du wirst es nicht überleben.